Junge, moin, Flüge und heute Landräten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online in der Klingon-Allianz mit dem guten Toni. Hallo. Darf man Klingon-Allianz schon sagen? Wir sind, Ja, glaube ich, eigentlich technisch ist noch ja gar nicht so weit, ne? Die Klingon-Allianz ist es ja eigentlich. In der Kito-Meer-Allianz, also wir sind Klingon. Machen wir keinen heißen Hehl drum. So. Next Mission heißt von Zeichen und Wundern. Die Lokari haben eine ungewöhnliche Aktivität in einer unerforschten Region des Alpha-Quadranten entdeckt. Die Daten deuten auf einen weiteren Waffeneinsatz von Protomaterien, der stark an den Vorfall erinnert, der sich vor kurzem auf Draconis 3 ereignet hat. Genau. Ruhm. The Lokari have discovered some unusual activity in an unexplored region of the Alpha Quadrant. The data suggest another weaponized use of protomatter, similar to what happened recently at Draconis 3. Soweit so kommen wir mir bekannt vor. Destroyed by a coward's weapon. The IKS Corps has been sent to assist with the Lokari investigation there, and I want you to join them in the field. If the Zinkethi are involved, if so, that's a battle the Empire must win. Ja, Empire must win, genau. Juhu, Empire must win. Jetzt ist sogar mein Aufnahmewecker hier jetzt mit dem Livestream drin. Toll. Wir dürfen nicht vor 19 Uhr aufnehmen. Ich muss es mir mal irgendwann merken. Serve the Empire well. Serve the Empire well. So. Beginn von Zeichen und Wundern. Wir sind im Horansi-System eingetroffen. Ich erfasse 2 Schiffe im lokalen Raum. Wir werden von der IKS Corps gerufen, Daharmaster. Auf den Schirm. Guavan, I am General Rodek, Security Advisor to the Lokari. I have read your report on the incident at 20 Draconis. If the Zinkethi are behind all this, we must be ready to meet them in battle. In Battle. Okay. Wenn Sie einen Kampf wollen, dann können Sie ihn kriegen. Do you have any questions? Genau, wir jede Menge Fragen stellen. Ja, Warum sind wir hier? Genau. I have met the Zinkethi in battle many times. I know how they think and how they fight. Because of this, I have been assigned to investigate the protomatter incidents here. The Empire wants to know more about the Zinkethi's new weapon. Ich verstehe. Do you have any questions? Was haben Sie bisher in Erfahrung bringen können? We know the Zinkethi have developed a protomatter weapon. What we do not know is why. They have not attacked any of our enemies with this weapon. This is puzzling, considering their proximity to several key Federation systems. The Empire has asked, what drives the Zinkethi to use such a weapon? And I intend to provide the answer. Einverstanden. Do you have any questions? Nein, lassen Sie uns beginnen, General. The Lokari are just ahead and eager to begin the search. It's good to see you again. It looks like we have another incident to study. We sent out a number of long-range sensor probes to this sector recently. After the events of 20 Draconis, I took the liberty of setting the probes to scan for protomatter. I'm afraid they found something. Let's begin our search by sending a short-range probe to the nearby planet. Das ist die Jungfernfahrt Ihres Schiffes, nicht wahr? Yes, the project was a community effort designed by some of our best and brightest. With the help of our allies in the Alliance, we were able to finish construction and the shakedown cruise faster than anyone expected. The Riskova may not be as large or impressive as some ships, but she's ours. And she's ready for the job. Ich finde es toll, das ist eine tolle neue Technik, die Sie an Bord haben. Bei jedem Ruf ändert sich die Klangqualität des Mikros. Das Ja, ich eben auch gerade gedacht. Ja, herzlichen Glückwunsch, Captain. Es ist ein gutes Schiff. Und nächstes Mal bauen Sie ein rotes Mikrofon ein. Genau. Verstanden. Fliegen Sie an den Planeten heran und starten Sie eine Sonde. Protomatter is a weapon of a coward, but we respect its power. Protomatter can also be quite beneficial, General, when used properly. Ja, Sonde starten. Hui. The probe is away. The atmosphere
atmosphere of the planet is so Stimmt, thick it will take the probe some time to get through the Verkauft aus. interference. While the probe is busy, we can collect data from the planet's moons. At least one moon has signs of protomatter energy. A closer look will give us more information. Der erste Mond ist in der Nähe. Fliegen Sie heran und scannen Sie ihn. Aber ich wollte mir das hier sagen, wo wir selber hinfliegen müssen. Perhaps the probe's information will give us more insight as to why these attacks are occurring. Most curious. This is a Class Y moon. It's incapable of sustaining most known life forms, but it was scourged by protomatter recently. Why would anyone devastate such a place? I think we should take a look at the next moon. Einverstanden. Nähern wir uns den zweiten Mond an und führen einen Scan durch. Perhaps they use the moon as a test site for the weapon. Was machst denn du da hinten? Suchst du den Windschatten von meinem Schiff oder was? Ja. It was a poor choice. Der Weg Why ist soweit. scour a world already devoid of life? It sickens me to see protomatter used like this. Another enigma, I'm afraid. This is a Class D moon, similar to Luna in the Sol system. Incapable of supporting life, and yet it has been hit by a protomatter. Why? Perhaps the third moon will have some answers. Let's take a look. Bestätigt. Wir fliegen zum dritten Mond und führen einen Scan durch. Another uninhabited moon, but one quite different from the first. What is the pattern? This makes no sense. There is no tactical pattern to these attacks. There must be a reason, though. Also wenn das ein bewohnbarer Planet ist, dann würde ich mich von der Nähe der Monde hier aber echt bedroht fühlen, echt. Ja. So, scannen wir mal den dritten. Scanning. The moon is Class L. I'm picking up some ruins on the surface, some simple life forms. There's evidence of crude attempts at terraforming, but no signs of a protomatter detonation. Looks like there was an attempted settlement on this planet, but the project was abandoned. By the look of these readings, it took place over a century ago. Hast du den Text schon oder soll ich noch warten? Ja, ich habe schon Lust. Okay, weiter. The probe we sent to the planet is active now. It's sending data back to us. Vielleicht hatten wir mehr Daten, Antworten, nachdem wir die Daten gesammelt haben. Telemetrie sammeln. I'm detecting incredible levels of radiation, atmospheric pollution, ruins of great cities, and... Oh no. Based on these scans, I believe this is the planet Kentar, the original homeworld of my people. There are no signs of protomatter here. It seems Kentar was rendered incapable of supporting life long ago. By the Kentari. Eine Verschwendung von Leben und Potenzial. I can barely believe what I'm seeing. I've always wondered what became of them, and now I know. Most Lukari thought something like this would happen, but some of us hoped they would see reason and overcome it. It saddens me deeply to see otherwise. Ich verstehe. I suppose you have some questions for me. Ja. Wer waren die Kentari? Once we were all Kentari. Those who followed the teachings of the scholar Lukar came to be known as Lukari. The Kentari were obsessed with power and material wealth. Okay. Their pursuit of such things was destroying the people and the planet. The Lukari stood against those things, and for that, we paid a terrible price. Ich verstehe. I suppose you have some questions for me. Warum haben Sie Ihre Heimatwelt verlassen? There was a terrible schism between Kentari and Lukari. It ultimately led to civil war. We lost. In the final days of the war, most of us chose self-imposed exile over death or imprisonment. We gathered on our remaining ships and left Kentar forever.
To this day, that event is known as the Great Exodus. Verstanden. I suppose you have some questions. Sie scheinen überrascht zu sein, hier Kentar vorgefunden zu haben. Warum? Much about Kentar was stricken from our records, including its location. Only a few Lucari know of the homeworld. My crew and I were not among their number until now. It is a shameful matter that many of us would like to forget. Verstehe, Captain. I suppose you have some questions for me. Dafür haben wir später noch Zeit. Wir sollten unsere Mission fortsetzen. Die Lucari haben die Koordinaten für die Erforschung des nächsten Systems übermittelt, der Haarmeister. Wir sind startklar und warten auf Ihren Befehl. Auf Warpgeschwindigkeit gehen. Ja, die Lucari stürzt auch nicht, wenn sie einfach durch den Planeten warpen. Wir richten uns vor wenigstens nochmal aus. Ich erfasse die Protomaterie-Signaturen, die die Lucari gefunden haben. Erste Scans deuten darauf hin, dass das Ereignis in den letzten 24 Stunden stattgefunden hat. Der Haarmeister. Wir werden von General Rodek gerufen. Auf den Schirm. There has been a large-scale battle in this system. We are analyzing the debris. It appears the losing side possessed technology roughly a century behind our own. Preliminary scans indicate that the battle was very one-sided. I recommend we take a closer look at some of the nearby debris. Also gut. Gehen wir einen Scan der vor uns liegenden Trümmer. Entschuldigung. Ja, alles gut. Skinny. Our scans are showing the wreckage of dozens of ships. They weren't all military either. I'm seeing remains of freighters, mining ships, research craft, even luxury vessels. Waren dies die Zenketi, Rodek? Unclear at the moment. We have not detected any Zenkethi debris in the field yet. Whoever did this was powerful, but not honorable. There is no honor in attacking the weak. I'm detecting strong energy signatures ahead. Further scans may prove to be more conclusive. Einverstanden. Lassen Sie uns zu den Energiesignaturen fliegen und sie scannen. Around 50 ships were involved in the battle. Many were lightly armed, if at all. I am reading traces of engine-grade plasma ahead. It does not match that left by the local craft. Perhaps the aliens managed to score a hit to the engines of an enemy ship. I suggest we advance and investigate further. Gut, dann wollen wir zu den neuen Energiesignaturen fliegen und sie analysieren. Jetzt, okay. This is all that is left of a Zenkethi vessel. It appears the aliens detonated the warp core of one of their capital ships after ramming the Zenkethi at full impulse. They fought with honor. For them, it was a good day to die. Bei mir hat Rodek gesprochen, bei dir nicht? Über mich nicht. Oh, okay. Ich habe zwei Antwortmöglichkeiten. Erzählen Sie mir mehr über die Zenkedi. Oder jetzt wissen wir, wer dies getan hat. Aber wir müssen noch herausfinden, warum. Ich nehme mal das obere, ja? They are reptilian, territorial, and aggressive. In battle, they are ruthless and devious. If they fought with honor, they would almost be respectable warriors. They fought the Empire and the Federation and lost. It appears they are preparing for another war. But with whom? I dislike riddles. Let us get to the truth of these attacks. Je früher, desto besser. Perhaps they are testing the weapon against planets that are not part of the Alliance, hoping Kein Dialog. turn a blind Nö, ich zieh's eye eben durch, to kein their Ding. crimes. Once they have perfected the weapon, they will certainly use it on their old enemies. And their list of enemies is long. We should continue our investigation. There
may be more clues in this area. Einverstanden. Lassen Sie uns die Scans des Gebiets fortsetzen. I'm receiving a distress call. It's very faint. I'm sending you the coordinates. I don't know who you are or where you came from, but thank you. Hast du Was ist den hier Text? passiert, Captain? Okay. Ja. What can I tell you? Fangen wir erstmal an, wer Sie sind. Egan Burren, captain of the Pavini starship Bastion. Or what's left of her, anyway. Most of my crew was planetside on shore leave when the invaders warped into the system. We went into battle with a skeleton crew. It's a miracle we survived. In der Tat. Warum What haben can sie I tell diese you? Kitty angegriffen? I honestly have no idea. Until today, we had never seen them. We hailed them. They didn't answer, and then they started shooting. They just kept firing, even when we tried to surrender. And then some sort of energy bomb went off on the homeworld. It killed everyone. They finished off the rest of our ships and left. Somehow they missed us. So ein Glück. What Haben can Sie I tell Verbündete you? in der Nähe oder einen Rückzugsort? No, we had no colonies, no allies from other worlds. Until today, we were our own worst enemies. The powers that be on Povin fought amongst themselves from time to time, and everyone thought we were one step away from a global war. In the end, we put all of that behind us to fight these aliens as one. And we still lost. Sie sind noch hier, Captain. What can I tell you? Können wir im Moment etwas für Sie tun? There might be survival pods from other ships out there among the wreckage. Could you look for them? We're doing all we can to keep life support running over here. I can't start a search and rescue operation on my own. If you have any engineers you could loan or some spare parts, my crew and I would be forever grateful. Während wir nach Überlebenden suchen, werden unsere Techniker sie unterstützen. So, haben wir ein Außenteam rüber. Nach wie vor faszinierend, dass die Klingonen Sternflottentransporter haben. Ja. Someone heard. By all the gods, someone heard the signal. I'm saved. Ach da. I thought no one would come. Thank you, strangers. Thank you. Nur irgendwo eine oder haben wir alle? Nee. Ja. Thank you, whoever you are. Thank you. Thank you. Da muss noch einer sein irgendwo. Da. Nee, zurück, wem steht bei mir jetzt? Ah ja. Thank you again. May we seek asylum among your kind? Please, we don't have anywhere else to go. Wir schicken sie zur Sternbasis K13. Sie ist nicht weit entfernt von hier. Auch die Föderation wird sich garantiert freuen, wenn die Klingonen ständig irgendwelche Flüchtlinge zu denen rüberschickt. Genau, aber das Raumschiff an. Das ist doch von. Es ist irgendwas aus, ich glaube, Tingi oder DS9 oder sowas, ne? Ja, genau, richtig. Ich glaube sogar eher Tingi, oder? Das ist das nicht Enders Sohn oder so aus der Folge? Von diesen, wo sie den einen Jungen da retten, der dann Picard Messer angreift? Der Picard das ist mit Messer Valerianer? angreift. Ach, der so kriegerisch drauf war und Ja, der ja. sich dann am Ende nicht entscheiden konnte, ob er zu seinem Leiblichen oder seinem Ziehvater gehen sollte Ja, oder ja. sowas. Genau. Ja, das kann gut sein. Jeremiah Rosser. Also ich wette mit dir, sie haben auch irgendwann einfach diese komischen X-Flügel abgerissen und dann draußen nochmal ein neues Schiff gebaut. Ja, ja. Klar. Ich würde sogar sagen, wenn du von oben drauf guckst, nimm mal diese Flügeldinger ab, ne? Mhm. Hast du auch das Gefühl, wir sind irgendwie bei The Clone Wars oder so irgendwas gelandet? Irgendwie so ein bisschen schon. Ja. Ich meine, sie haben ja immer wieder mal irgendwas recycelt. Also, würde mich jetzt nicht wundern, wenn. Ja gut, die Modelle hatten halt rumliegen und haben mal dran rumgebastelt, so dass Ja. es nicht mehr erkennbar war. Zumindest nicht auf den ersten Blick, aber sie haben halt nicht mit der
mit dem Internet gerechnet, wo alles archiviert wird und die Leute Frame by Frame auseinandernehmen. Genau, und dann HD Ja. irgendwelche Quadrate kennen kann. Boah, das ist. Du hättest es mir nie sagen dürfen, ganz ehrlich. Das ist so grauenvoll, wenn man TNG jetzt guckt und man sieht überall diese schwarzen Pappschachteln rumstehen. Ja. Apropos schwarze Pappschachteln. Wir haben letztes Mal doch drüber gerätselt, als wir PK geguckt haben, ob diese Konsolen, ob das jetzt komplette Computerbildschirme sind. Das sind wirklich scheinbar Monitore mittlerweile. Also in der Kulisse sind Monitore, die diese Effekte haben. Das ist nicht irgendwie mit einem CGI-Effekt nachträglich eingefügt. Nee. Okay. Kann sein, dass es eine Art von Rückprojektion ist, aber es geht halt über die komplette Fläche und ist genau da eingepasst. Ja, aber ich wundert halt, dass sie es hinbekommen haben über die komplette Fläche. Okay, aber da sind halt, also sie haben ja einmal ich sag mal, das, was wir als Monitor bezeichnen würden, was so ein bisschen die Hauptfläche ist, und sie haben hier unten noch diese, ich sag mal, Tastaturfläche, die so angewinkelt anders aussah. Oder sie haben zwei verschiedene Monitore, das kann natürlich auch sein. Einmal für unten, einmal für die Hauptfläche, das kann auch sein, okay, ja. Warum nicht? Das Einzige, was ich immer noch schade finde, ich habe jetzt von dir die Bilder bekommen. Ich habe jetzt die Folge 3-mal gesehen insgesamt, ja. Mir immer wieder das auch mal im Standbild angeguckt. Auch hier, wie heißen sie? Track Central, Track Culture und wie sie nicht alle heißen, die jetzt alles auseinanderfriemeln. Warum in drei Teufelsnamen sind die Dinge eigentlich immer noch so unscharf? Also meine Güte, was soll ich denn hier hinstellen? Soll ich mir hier einen 50K Fernseher hinstellen, bevor das Bild endlich mal scharf wird? Ja. Ich verstehe es nicht. Bei Mandalorian und Book of Boba Fett kriegen sie es doch auch hin, dass alles gestochen scharf dargestellt wird. Warum habe ich immer das Gefühl, wenn ich Discovery und Picard gucke, alle Innenaufnahmen super scharf, kaum sind wir außen, habe ich das Gefühl, nimm doch mal dieses Milchglasfenster vor der Kamera weg. Hallo, ich sehe nix. Ja. Irgendwie schon so ein bisschen, ja. Ja. Ja, vor allem mir ist halt aufgefallen, dass auch viele von den Warp-Gondeln, die haben gar nicht richtig geleuchtet, was du so normalerweise hattest. Und ich sag mal, so hell war diese klingonische, oder beziehungsweise diese Borg Dingsbums auch nicht, diese Borg-Wolke da. Die war einfach nur grün. Ja. Hat ein bisschen gestrahlt, wie ein Nebel früher halt auch. Das müsste sich theoretisch auf der Hülle ein bisschen widerstrahlen. Ist jetzt auch nicht so wirklich, weil ich meine, die Schiffe, also man hat ja eigentlich primär immer so die Weitwinkel-Shots gesehen, wo die Flotte im Ganzen zu sehen war. Wie dieser, ich finde ihn teilweise ein bisschen lächerlich, dieser Burn-Shot, so wir stellen mal alle Schiffe, die haben, auf ein Bild zusammen und machen okay. Ja, ich weiß aber, warum das bei Mandalorianer immer super aussieht. Ja. Das ist kein CGI. Das sind alles physische Modelle. Ja, aber ich habe mal eine Doku gesehen über die CGI-Effekte von, ich glaube, es war Discovery. Das Bild, also sie machen immer erst so Schicht bei Schicht bei Schicht bei Schicht. Und es gibt diese eine Schicht, wo alles glasklar zu erkennen ist. Und dann kommt diese Schicht mit externe Lichteffekte, externe Motion Blue Effekte und dann wird es immer unschärfer. Wo ich mich frage, wozu gibt ihr euch eigentlich die Mühe, vorher irgendwie ein 12 Trilliarden Polygonmodell zu erstellen, wenn ihr am Ende irgendwie mit einer 8 Millimeter Kamera draufhaltet oder sowas? Ja, genau. Oh Mann. Tja. Muss man nicht verstehen. Ja. Ist halt der Stil, aber ich verstehe den Stil nicht. Weil wenn du dann das Komische ist halt einfach, du guckst dann im Vergleich, keine Ahnung, Deep Space Nine oder TNG direkt hinten dran und hast instant das Gefühl, das Bild ist klarer. Ja. Also bei den Außenaufnahmen. Innenaufnahmen ist super. Die Kulissen können sie ja gar nicht verunschärfen. Ja. Aber warum sind die Außen? Ich verstehe. Na egal, ich habe mich schon so oft drüber beschwert. Ja. Egal, was hat denn hier der Captain? Marke? Heißt der Marke? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Außerirdische Captain steht hier einfach nur noch. So, ich bin schon ein Bildchen weiter, bin ich. Achso, wir schicken sie zur Sternbasis K13. Sie ist nicht weit von hier.
I've confirmed the captain's Ach, story. Q-Marke hast du, okay. The planet nearby was hit by a protomatter blast. Estimated casualties in it. Check your long-range sensors. It just happened again. Another detonation. Oh, oh. Bestätigt, gehen Sie auf roten Alarm. It is time for a reckoning. The Zinkethi must pay for their crimes. We must go, now, before they escape. Einverstanden. Aller Mann an Deck, der Haarmeister, wir erwarten Ihre Befehle. Auf Warp gehen. Wieder durch den Stein geworfen. Die Lukari kennen da keine Gnade. Genau. Fotomaterie. Wir machen den Weg frei. Oh Gott. Wir fliegen nun auf das Jod-Core-System, in das Jod-Core-System ein. Den Sensoren zufolge gibt es auf dem Planeten vor uns eine vorindustrielle Zivilisation. Auf seinem Mond scheint vor kurzem eine Protomaterie-Detonation stattgefunden zu haben. Der Haarmeister, ich erfasse Lebenszeichen von Zinkethi auf dem Planeten. Sie bereiten vielleicht eine weitere Bombe vor. Whatever the Zinkethi are doing down there, we need to stop it. Now. Stop it. Okay, einverstanden. Fliegen Sie uns zum Planeten und halten wir sie auf. Genau. Da finde ich aber lustig, dass er kein Schiff ist. Von den... Zinkethi warship! Ah ja, doch. Da kommen sie doch. Alliance vessels. This system has been claimed by the Zinkethi Coalition. Your presence is unnecessary. Leave at once. Unter keinen Umständen. You were warned. So be it. We now walk on the path of violence. Gefechtsstation. Battle, Kamarki. Fight well, and do not fear death. We must fight. We will fight. Shield has failed. But we will be strong. Shields failing. Hull integrity below 75%. I'd say the Rescava did quite well in her first battle. A good battle. Well fought. The honor of victory is ours. Ich was verfolgt. Ja, das hast du aber auch assimiliert, das ist jetzt deins, oder? Ach so, okay. Ich habe mich auch schon kurz gewundert, was damit ist. Ja, ich habe die Konsole noch nicht ausprobiert. Deswegen weiß ich nicht, was es tut. Ich habe neulich, du kennst ja die Task Force Operation, wie heißt Portal nach Kretor, ne? Ja, ja. Da hat es jemand geschafft, dieses, wie heißt es denn, ikonianische Dreadnought, dieses ganz riesengroße Ding zu assimilieren. Okay. Was ist nicht alles mögliche. So, hey, jetzt hat sich's aufgelöst, auch mal nur. Ja, immer nur kurzzeitig, glaube ich, ja. Na gut, zum Planeten fliegen dann. Ja. So. Wir können ein Ausbeamen in die Nähe der Zinkethi-Beam der Haarmeister. Sie befinden sich hübscher. Sich weit entfernt von den... Sie befinden sich hübser? Wo ist das denn? Ist das eine Stadt auf dem Planeten? Die Planetenstadt Hübser. Ich bin halt auf die Siedlung mit dem Planeten gegangen, deswegen. Also. Die sind weit entfernt von den Siedlungen, die wir auf der Oberfläche entdeckt haben. Okay, herunterbeamen. Schön, wie sie mit so einem Nebensatz sich rausreden, um irgendwelche Städte darzustellen. Das ist weit weg von allen, was wir kennen, okay. Also einfach Natur. Ja, genau. Lade Kufano. Dameister, die Zinkethi scheinen elektromagnetische Störmaßnahmen einzusetzen, um die Protomaterie-Bombe vor uns zu verbergen. Es könnte schwer werden, sie in diesen Türen zu finden. Empfehlungen? Their weapon is inefficiently shielded. It leaks kaons at a level our tricorders can detect and track. I recommend we scan for elevated kaon levels and follow the signal. Gute Idee. Lassen Sie uns nach Kaonen scannen und die Zinkethi verfolgen. So. The kaon particle traces lead into the valley ahead of us. Oh, I see. They followed the waterfall.
folgen dem Wasser voll wo denn? Auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook? Hier, The das rocks ist here are witzig, causing wenn wir a lot hier of dieses Wasser interference. hier, We should take another set of scans to get our bearings. so die horizontalen. Ist das neu? Das ist warte, sah das schon früher so komisch aus hier? Nee, ich glaube, da ist wieder irgendwas kaputt gegangen. Bei den Animationen. Vorher war es ein bisschen realistischer, glaube ich. Und das ist einfach nie so aufgefallen. Ich glaube, das sah früher anders aus, bin ich sehr stark der Meinung. Sie haben ja auch das Wasser bei irgendeiner relativ neuen irgendwas Discovery-Bodenmission, auch TFO, kaputt gemacht, wo es dann irgendwie gerade fließt und dann nimmt es auf einmal im Boden eine Welle ganz weit nach oben, dreht sich halb quer und geht dann nach unten. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie sowas passiert. Nee. Ja, du. Ich bin immer noch der Meinung, ganz ehrlich, irgendwann heißt es, Engine ist veraltet, Schmidt weg, fangt nochmal von vorne an. Ja, nee, nach 12 Jahren glaube ich nicht. Ja, das nennt sich dann noch Star Trek Online 2, glaube ich eher. Ach, der wollte mal nur eine Arschbombe machen, der Rodek, oder? Genau. The Zinkethi! They're big and angry. We now walk the path of violence. So be it. Attack! Okay. Come, Zinkethi. See how a true warrior Ja, fights. erst ist runtergesprungen, jetzt beamen sie sich erst nochmal rein. You will Ja, ja. stop us. Shield losing power. So, there are some Zinkethi with a taste for battle. Good. Scans indicate they took the path to the east. Dann folgen wir dem Weg mal nach Osten. Why would they destroy entire planets? They must find some tactical advantage in these actions for some reason. I'm reading Zenkethi life signs ahead. They're waiting for us. Ah, good. Da unten sind sie. We will meet them in glorious battle. Ja, damals haben sie einen hier mit Absicht hier rumgeschickt, weil sie sich da Ja, ja. mit den... Sie haben zwar auch ein paar so ganz uralte, wie hier jetzt so Star Trek Online Jahr 1 Pflanzen, die mit Star Trek nicht viel am Hut haben, reingebaut, aber sie haben auch mal neue Sachen reingebaut, wie den Blätterwaldbohnen und so was. Das muss sich natürlich jeder angucken. Ja. Autsch. They are using delaying tactics. We must be getting close. The path continues down from here. The protomatter bomb is still ahead of us. Okay, dann gehen wir mal weiter. The Kaon levels are rising. We're getting closer to the protomatter bomb. Ich habe das Gefühl, der Planet sieht irgendwie anders aus als sonst. Findest du? So eine Beleuchtung. Ich bin auch der Meinung, früher war das Rot der Blätter röter und nicht so verblasst vielleicht, aber... Das wirkt irgendwie so verwaschen irgendwie, keine Ahnung. War das noch so ein Ding, was sie vor dem Nee, das war Lichtpunkt schon 2 Ding gemacht haben? nachher. Echt schon nachher. Hoppala.
They fight like cornered rabbit tards. I can smell their fear. There, just ahead. I see guards. We must be close. Damit haben sie jetzt nicht gerechnet, wa? The trail ends here. Yep. I'm reading Zenkethi life signs inside that blocked-off cave. Wir haben nicht genügend Zeit, um durch die Felsen zu sprengen. So viel Zeit haben wir nicht. I'm reading a tunnel behind that waterfall. So One viel that Zeit haben leads wir to the nicht. cave. We must move quickly. Lassen Sie es uns zu Ende bringen. Folgen Sie den Tunnel hinter dem Wasserfall in die Höhle. Move The trail Well, ends the yellow here. brick and we road. can take them by I'm reading surprise. Zenkethi life signs inside that blocked-off cave. I'm reading a tunnel behind that water. Achso, ich habe denselben Text irgendwie doppelt bekommen, merke ich gerade. Look, they've set up the protomatter bomb in here. But we'll need to clear the Zenkethi from the cave before we can do anything about the bomb. Gut, schalten wir die Senketi aus und sichern die Höhle. You guards. They Ich hätte die Bombe auch in die Höhle gepackt. Da hast du nicht so eine Chance, dass es nass wird und draußen dann wegen dann Wasser. Ja. Enemy combatants in close proximity. Personal shield losing power. Oh my. That is a huge protomatter matrix. It's controlled by 3 regulator consoles, all active and cycling towards detonation. I can shut it down, but I need time. Cover me while I work. Wir halten ihn den Rücken frei. Captain, deaktivieren Sie die Bomben. More Zenkethi. Defend. Shutting down Pylon Alpha. For honor. For the Empire. Pylon Alpha is offline. Your path of violence ends here, Zenkethi. Habe ich eigentlich, woran die Shutting down Pylon Beta now. Senketi angelehnt sein sollen? Sind das Schildkröten? Ja, aber immer so mutierte Schildkröten. Weil es gibt doch diesen einen Senketi, der hat so einen Glaspanzer auf dem Rücken. Ja, genau. Und der sieht schon sehr schildkrötenartig aus. Aber da haben sie sich auch zum ersten Mal so ein bisschen richtig, also sehr stark ausgetobt, finde ich, hier mit diesen Senketi. Ja. Dann denke ich, hey, da kommen die Hero Turtles, mega starke Hero Turtles. Aus den 90ern. Und immer ein bisschen schlauer. Genau. Ja. Damals, als Serien in Deutschland noch von Frank Zander neu synchronisiert wurden mit der Intro. Oh mein Gott, ja, genau. Stell dir das mal heute vor. Oh mein. Pylon Gamma is down. We're all clear. Ich weiß, also bei meiner Kindheit, ich habe unheimlich viel, dadurch, dass dass ich im Urlaub in Italien war, da haben sie die ganzen japanischen Serien alle verwurstet. Das war Oh Gott. Jahre später erst auf den Fuß gelaufen sind. Pylon Gamma is down. Ich dachte, hier We're der all deutsche clear. Anime-Kanal aus zumindest meiner Zeit war so RTL 2 oder so. Wo so, Ja, sowas wie Dragon Ball und Pokémon. Ich hab's alles nie geguckt. War da. Oh shit, ich hab den Text weggeklickt. Warte mal. Krieg ich Es den ist wieder? vollbracht. Alle Bomben wurden deaktiviert. Wir It's können. done. Moment, sehen Sie mal. All the bombs are diese dead. Kristalle. Ich hab's jetzt wieder. Alles gut. We can... Wait. Look. Alles gut. These crystal formations are very similar to those we found at the first protobombing site on Draconis 3. This can't be a coincidence.
We may have found what the Zenkethi are targeting in these attacks. In der Tat. Rodek, haben Sie noch etwas hinzuzufügen? Word from the core. Zenkethi ships are dropping out of water. Hast du es nicht? Nee. Achso, dann Brak und Ketar. Bereit zum Hochbeam. Oh, da haben wir sie. Jetzt geht dieser Abfangkurs von. Okay, das haben wir noch. Jetzt hatte ich plötzlich. Okay. Alles gut. Immer zum Hochbühnen. Was macht eigentlich der Dino da jetzt? Das sieht aus, Das als ob er hab ich eben Hip-Hop auch- hört oder sowas. Genau. Der Haarmeister, das Kommandoschiff der Zenkethi ruft uns. Das dürfte interessant werden. Auf den Schirm. Alliance vessels. I am Fleet Admiral Aronsen Tarak. As you now know, this system has been claimed by the Zenkethi Coalition. Ja, ja. Further aggression on your part will not be tolerated. This world is not yours to defend. Leave now, while you're still able. Rodek Rodek spricht spricht lauter. Genau. We do not recognize your claims, Zenkethi. Your forces have murdered millions. If you are the leader here, it is you who will answer for these crimes. Wir gehen nirgendwo hin, bis das vorbei ist. Ja, genau. Choice is made. The path of violence. It is one I have walked many times, without fear, without remorse. Come, let us walk it together. Jetzt kannst Das war du. gut abgebrochen. Okay. Fight now for honor and glory. Kapla! Core shields failing. Hull integrity below 75%. Shields failing. Target shields have failed. This is far from over. Tell your youth, the Zenkethi will not be denied. Those who try to stop us will be purged, their homeworlds cleansed. You have been warned. Test us at your peril. Verbindung wird unterbrochen. Let them flee. Let them run to their masters and whimper like craven targs. Let them whisper of warriors who fight with honor and without fear. Ich glaube nicht, dass das letzte Mal war, dass wir sie gesehen haben, General. You may be right. They may return and bring their protomatter weapon with them. Should that day come, I hope to meet them in battle once more with a warrior like you at my side. But for now, I must return to the Empire. There is a matter of great importance that I must investigate there. Das war uns eine Ehre, General. I think we've found a big piece of the puzzle. I believe the Zenkethi are targeting planets with concentrations of those strange crystals. But why? A riddle for another day, I suppose. For now, we should return and share what we've learned. About everything. Including the fate of Kentar. Do you think they managed to survive somehow? Vielleicht ja. Es gibt immer Möglichkeiten, Captain. Genau. Und der Haarmeister, wir haben Meldung von allen Decks und sind bereit aufzubrechen. System verlassen. Wunderbar. Ja, wir haben wieder Disco, so, ne? Ja, ich bin auch gar auf. Von Zeichen und Wundern Kommando kontaktieren. So it is true.
The Zinkethi have a protomatter bomb. Of course, it is a coward's weapon, but no one can deny its power. What happened to those planets could happen to any world in Alliance space, even Kronos. The Empire needs to learn more about this weapon and how to stop it. We need to know more about these crystals you mentioned as well. If they're the key to these attacks, we need to know why. Okay. Wunderbar. Wie nennt man das da? Serve the Empire well. Surf die Empire well. Genau. Surfst du auch immer well. Vor allem durchs Ja. Internet und so. Genau. Surf well bis Norton und so. Oh Mann. Guti. Dann würde ich sagen. Und ich arbeite für 1&1. Oh Gott. Kennst du, oh Gott, wie heißt denn der nochmal? Rute? Ja, Der die Werbungsparodien da macht, der hat doch auch immer diesen, mein Name ist Marcel Davis von 1&1 und weil mein Leben echt noch nicht ausgereift genug ist, mache ich noch dies und das und jenes. Ja, aber was der größte Spaß ist, dass es wirklich der Marcel Davis ist. Ernsthaft? Oh Gott. Ja! Jetzt auch für nichts zu schade, wa? Ja, Naja, wenigstens Humor, der. wenn man so einen Job hat. Oh Mann. Ja. Guti, dann für YouTube da draußen würde ich sagen, geben wir jetzt schon mal ab an die nächste Folge. Bei Twitch dürft ihr gerne dranbleiben. Ich bedanke mich beim Toni fürs Mitmachen. Ja, immer gerne. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne kommentieren, abonnieren und liken. Wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Hummel, Hummel. Mos.